Willkommen zur 10. Staffel von Kaffee mit Martin. In dieser Staffel so einige Bruchstücke von Gedanken, die mich beschäftigen. Und ein Gedanke ist es Vorbilder. Hast du Vorbilder? Wer sind deine Vorbilder? Also ich erinnere mich als kleiner Junge, mein größtes Vorbild war mein Großvater. Und mein zweitgrößtes Vorbild war mein Vater. Und dann hat sich das geändert. Es gab eine Zeit, da war ich Teenager, da war Che Guevara. Ich wusste gar nicht mehr, aber Che, das war ein Vorbild. Gerechtigkeitskämpfer und so weiter. Ihr seht bereits, wie alt ich ungefähr sein muss. Dann war Ho Chi Minh. Kampf gegen die imperialistischen Amerikaner und Freiheit für Vietnam. Und da merke ich, da waren immer so Vorbilder vor meinen Augen. Dann gab es auch die Hinterbilder, also die Vorbilder positiv, die Hinterbilder negativ. Das war dann eher in der Schule gewisse Lehrer, die ich nicht ausstehen konnte. Und so habe ich gemerkt, ich begann mich in meinem Leben, so als Kind bereits, zu orientieren. Und ich merke das heute genauso. Menschen orientieren sich primär an Menschen. Und die Frage ist, hast du gute Vorbilder? Und Eltern fürchten sich, und dann muss ich sagen, das ging bei meinen Eltern so und uns als Eltern auch, man fürchtet sich, dass die Kinder schlechte Freunde haben. Das ist so ein Hauptthema, wenn die Teenager werden. Und eigentlich geht es immer wieder um das Thema Vorbild. Und dann die Frage heute als erwachsener Mensch, du hörst hier zu, welche sind deine Vorbilder? Welche sind Menschen um dich herum, die dein Denken, dein Verhalten, deine Lebenseinstellung mit beeinflussen? Und da merke ich ganz stark, da ist für mich ein Augenblick, wo Jesus in mein Leben hereingetreten ist, kam da eine dominante Person. Und im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2 heißt es, wenn wir dann so eine große Wolke von Zeugen um uns herum haben, so lasst uns alles, was uns hindert, abstoßen, von uns werfen, auch die Sünde, die so gerne und leicht uns umfängt, und lasst uns das Rennen mit Ausdauer laufen, das Rennen, das vor uns liegt. Und jetzt lasst uns unsere Augen fokussieren und fixieren auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den Anfänger und Vollender. Und ich empfinde, dieser Satz beinhaltet eigentlich alles. Wie können wir zum Punkt kommen, dass Jesus wirklich unser Vorbild ist? Und da muss ich sagen, da gibt es viele Menschen, die auf ihre Art Vorbilder sind. Aber am Ende dieses vorbildlichen Weges ist die Person von Jesus Christus, der Fokus, dass wir ihm nachlaufen. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Als junger Christ war Franziskus von Assisi für mich ein riesiges Vorbild. Ein Mann, der sein Reichtum hinter sich gelassen hat, der sich zu den Armen hinbegeben hat, der sich so verschenkt hat, auch der Schöpfung Gottes, dass er sogar die Stimmen der Tiere verstehen konnte. Und es bleibe dahingestellt, ob das so war oder nicht, aber ist nicht mal wichtig. Da war ein Mensch, der hat bewusst Jesus fokussiert gelebt, und weil er so Jesus fokussiert gelebt hat, wurde er zum Vorbild für andere Menschen, oder wie die römisch-katholische Kirche sagt, selig gesprochene, heilig gesprochene Menschen, durch die Gott in besonderer Weise gewirkt hat. Oder Padre Pio, der katholische Pater, der im letzten Jahrhundert gewirkt hat, der die Wundmale Christi hatte und der wirklich Jesus nachgejagt ist, für viele Evangelische ein umstrittenes Vorbild, ja? Und trotzdem ein Mann, der Menschen zu Christus hingezogen hat. Weshalb? Weil er fokussiert war. Oder Albert Schweitzer, Pfarrer, und in Lambaréné hat er sich um Aussätzige gekümmert. Dieser Mann wurde zum
Vorbild oder, ach, wie hieß sie, die Schwester in Kalkutta? Ja, die wurde zu einem riesigen Vorbild für Menschen. Und weshalb? Sie hat Jesusmäßig gelebt. John Wimber für mich ein großes Vorbild. Ihn kannte ich jetzt besser. Ich kannte auch die Schattenseiten seines Lebens, die alle anderen ja auch gehabt haben. Aber seine Jesus-Fokussierung wurde für mich zum Vorbild. Und die Frage ist jetzt doppelt. Welche Menschen sind Vorbilder für dich? A. Und führen diese Vorbilder auf Christus hin? B. Ist Jesus wirklich dein Fokus? Wenn er nämlich dein Fokus ist, wirst du für viele Menschen um dich herum zur Ermutigung. Und das wünsche ich dir. Ein wunderschönes Wochenende und eine kraftvolle Woche. Tschüss.